И все говорят, вот, значит, Россия использует. Alle sagen, Russland setzt seine Energie als Waffe ein. Völliger Quatsch ein weiteres Mal und völliger Schwachsinn. Was für eine Waffe setzen wir ein? Wir liefern so viel, wie unsere Partner benötigen. Das, was sie bei uns bestellen, genauso viel liefern wir. Wir liefern das ja nicht irgendwo in die Luft, wir liefern auf Bestellung. Die Anfrage ist eingegangen und wir führen den Auftrag aus. Was ist passiert? Also wir haben 2 Pipelines durch die Ukraine. Da hat die Ukraine auf ihre eigene Initiative eine dieser Pipelines abgeschaltet, mit einem erfundenen Vorwand, dass sich diese nicht unter ihrer Kontrolle befindet. Nicht wir haben sie geschlossen, die Ukraine hat sie geschlossen. Das ist das erste. Das zweite Pipeline-System, die Jamal-Pipeline durch Polen. Diese Pipeline hat Polen unter Sanktionen gestellt und hat sie geschlossen. Haben wir das etwa getan? Die Polen haben sie geschlossen, die Ukrainer haben eine Pipeline geschlossen, die Polen haben eine geschlossen, dann Nord Stream 1. Also unsere deutschen Partner haben die gesamte technische Seite von Nord Stream 1, die Wartung der Bestandteile der Gasturbine, dem britischen Recht unterstellt. Weil es hat sich am Ende herausgestellt, ich wusste es ja selber nicht mal, Alexei Borisowitsch hat mir das zugetragen, dass der Vertrag über die Wartung der Turbinen aus der Produktion von Siemens, Gazprom aufgezwungenermaßen nicht mit der Siemens-Zentrale geschlossen hat, sondern mit der britischen Tochtergesellschaft, wo ja Gazprom unter Sanktionen gestellt worden ist. Und die Reparatur dieser Turbinen muss vertragsgemäß in Kanada durchgeführt werden, in der Siemens-Fabrik in Kanada. Was haben wir denn damit zu tun? Daraufhin hat Kanada nach zahlreichen Bitten Deutschlands die Turbine an Deutschland übergeben. Gemäß dem Vertrag allerdings zwischen Gazprom und der Siemens-Tochter in Großbritannien hätte die Turbine direkt nach St. Petersburg geliefert werden müssen. Jetzt, wo sich die Logistik geändert hat, müssen entsprechende Vertragsänderungen vorgenommen werden. Die britische Tochtergesellschaft von Siemens reagiert noch nicht einmal auf die Anfragen von Gazprom. Was haben wir damit zu tun? Hier kann man beliebig oft sich vor der Turbine fotografieren lassen, aber gebt uns doch die Dokumente. Dies ist unser Eigentum. Wir müssen den rechtlichen Status dieses Eigentums wissen, den technischen Stand. Aber sie geben uns ja nichts. Außer allgemeine Gespräche gibt es da nichts. Und jetzt ist die Turbine außer Betrieb. Und die Vertreter von Siemens waren auch vor Ort und haben es gesehen. Dort ist ein Ölleck. Eine Situation verbunden mit Brandgefahr und Explosionsgefahr. Natürlich kann die Turbine so nicht weiter betrieben werden. Gebt uns doch die Turbine und wir schalten morgen Nord Stream 1 an. Aber sie geben ja nichts. Sie sagen ja, hier Russland setzt es als Waffe ein. Welche Waffe denn? Sie haben das ja selbst angerichtet und wissen jetzt nicht, was sie damit machen sollen. Sie haben sich in eine Sanktionssackgasse hineinmanövriert. Es gibt da nur einen Ausweg. In Deutschland sehen wir Demonstrationen mit den Forderungen, Nord Stream 2 einzuschalten. Wir teilen die Forderungen der Verbraucher in Deutschland und wir sind bereit, es schon morgen zu tun. Es reicht einfach nur, auf einen Knopf zu drücken. Aber es sind ja nicht wir, die Sanktionen eingeführt haben gegen Nord Stream 2. Sie haben es getan auf Druck der Amerikaner. Und warum üben diese den Druck aus? Na, weil sie selbst Gas verkaufen wollen. Zu Wucherpreisen. Wir kennen ja die Position der ehemaligen US-Administration. Ja, haben sie gesagt, wir verkaufen es teuer. Aber sie sollen es trotzdem kaufen, weil wir sie beschützen. Dann sollen sie es doch kaufen, wenn sie möchten. Wir werden unsere Ware schon los. Мы свой товар продадим.